Hallo, willkommen zu unserem neuen Video. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind in Paraguay. Genau, wir sind in dem Land, was seit Jahrzehnten das Ziel deutscher Auswanderer ist. Und wir waren vor 2 Monaten schon einmal hier und haben ein Video über die Kolonie Independencia gemacht. Und uns haben sehr viele Leute gefragt, wie leben die Menschen denn überhaupt dort? Also nicht, wie sind die Preise im Supermarkt, sondern oder was kostet das Leben, sondern wie geht es den Menschen? Und wir haben uns in diesem Video mit mehreren Auswanderern getroffen und uns ihre Geschichten angehört. Warum sind sie ausgewandert? Wie verdienen sie ihr Geld? Und sind sie glücklich mit ihrer Entscheidung? Und genau darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja, Paraguay heißt halt Erdstraße, ne? Also gerade hier in Independencia, also alles in der Kolonie bis auf die Hauptstraße, ist halt Erdstraße. Und die meisten Leute, die wohnen halt außerhalb. Und naja, sagen wir mal so, mit unserem Bus, wir sind jetzt dran gewöhnt. Aber jemand, der deutsche Straßen gewöhnt ist, der wird hierher kommen und erst mal sagen Erdstraße, ne? Naja, muss man halt mitmachen. Einige Stellen, wenn es regnet, sind dann echt schwer passierbar. Hier haben wir jetzt gerade ein bisschen Zuckersand. Es kommt immer so drauf an, so. Aber ich habe schon Stellen gehabt, wo du wirklich schwer durchkommst. Manchmal ist es dann halt auch total eng, dass nur ein Auto, kannst nicht aneinander vorbeischlängeln, aber es ist halt nur eine Spur. Und naja, also Paraguay musst du Zeit einplanen. Wenn du sagst, ich fahre mal schnell 10 Kilometer, dann sind's halt, ja, dann bist du halt vielleicht auch mal eine halbe Stunde unterwegs, ne? Ich bin hier auf dem Weg zu Carola. Und Carola ist uns empfohlen worden von einer Freundin. Und zwar deshalb, weil Carola macht hier was mit den Einheimischen. Ja, die macht hier so Mode und so ein Kram und macht was mit den Einheimischen. Und das finden wir ganz interessant, das wollen wir gerne uns mal angucken. Ja, und deswegen heizt ich jetzt hier über die Sandwege raus zu ihrer Finca. Ja, gefunden habe ich es schon mal. Sollen noch gucken, wo sie ist, weil die wohnt hier wirklich zwischen den ganzen Einheimischen. Das ist ja so nicht so eine abgeschlossene Siedlung, wie ja doch viele andere so unter sich wohnen, sondern hier wohnen wirklich viele Paraguayos. Und irgendwo hier muss Carola sein. Ja, schön hier. Unglaublich. Schönes Haus hast du. Hey. Hallo, ja. Schön, dass es geklappt hat. Das ist ja wirklich toll hier bei dir. Dankeschön. Sieht wunderschön aus. Ja, da freue ich mich ja drauf. Lass uns mal reingehen. Ja, dann komm rein. Oh. Kannst dir alles gern anschauen. Sehr, sehr gerne. Ich lasse dich mal draußen. Ja. Wow, das sieht ja total schick aus bei dir. Este es un poncho. Este poncho es el poncho, pero un poco más largo que el otro. Y esa vez quiero las líneas horizontal. Entonces, en la parte del hombro, con 5 tiras para tapar esa parte. No sé si vamos a necesitar una línea a ambos lados más o si quedamos así. Sí, más o menos tenemos que ir por acá. Acá. Y acá en el coso son 5 tiras. Sí. Este. Es B, diseño B, en combinación con el zigzag. Also was ihr macht, finde ich eigentlich total schön. Ja? Das ist ja total, also einzigartig, alles Handwerk, ne? Absolut. Also als wir hier vor 7 Jahren ankamen, stickte unsere Nachbarin und ich war sofort schockverliebt und habe dann mich erstmal immer neben sie gesetzt und hatte dann irgendwann die Idee, ach, ich brauche auch Kleidung, die bestickt ist, und war erst im Nachbardorf und wollte die Kleidung kaufen und dann war ich 4-mal im Nachbardorf und habe nie was gefunden, was mir 100%ig gefiel. Und da dachte ich, ist irgendwie doch eine Marktlücke. Ich werde mir erstmal was selber schneidern lassen. Also ich fragte die eine Nachbarin, dass sie mir was stickt und die andere Nachbarin, dass sie mir was näht. Und so entstand mein erstes Kleid. Und das hat sich dann einfach so verselbstständigt. Und das ist jetzt bereits 6 Jahre her. Schön, das ist jetzt also sozusagen, also ist ja dann, du verkaufst die Sachen auch, ne? Das ist ich verkaufe die Sachen, genau. Wunderbar. Also da unser Geschmack ein bisschen anders ist, unser Qualitätsverständnis und die Experimentierfreude vielleicht auch, lieben das die Deutschen auf alle Fälle. Die Paraguay sind ein bisschen zurückhaltend, die gucken aber ganz viel, was ich mache. Also ich bin hier bekannt wie ein bunter Hund. Ja, schön, ey.
und ich die Einzige bin, die überhaupt in diesem Bereich arbeitet, war das natürlich... Also das heißt, du bist mittlerweile komplett integriert hier? Ja, eigentlich schon im ersten Jahr. Nee, komplett integriert. Also übrigens auch die Stoffe sind handgewebt, ja. Das ist also selten sowas Schönes gesehen. Also wir arbeiten nur mit 100% Baumwolle. Also vom Feinsten, hat einfach eine ganz andere Energie. Sehe ich auch so. Und ist auch kühl bei der Hitze. Also, und es ist hier schweineheiß. Ja, was soll man dazu sagen? Also heute ist wieder einer dieser Tage, die ganze Nacht geregnet. Es ist gar nicht so warm, aber es ist so unglaublich feucht. Ja. Also da hilft die Baumwolle schon. Also du bist seit 7 Jahren dann hier, wenn ich es richtig verstanden habe? Genau. Und bist du mit deiner ganzen Familie ausgewandert? Wir sind zu dritt hergekommen mit meinem damaligen Mann und unserem kleinen Sohn. Okay. Der war damals 4. Okay. Und der Schritt nach Paraguay zu gehen, war gleich Paraguay klar und war auch gleich Independencia klar? Oder wie seid ihr hier gelandet? Also ich meine, das ist ja... Wie das so ist im Leben, man wird geführt und es gibt verschiedene Fügungen und so hat es uns ereilt. Und damals war das so, dass wir eine andere Familie kannten und die haben so ein bisschen erzählt, ja, wir planen nach Paraguay auszuwandern. Wir hatten niemals an Auswandern gedacht. Und dann ist mein Partner damals mal mitgeflogen und hat sich das angeguckt und war so Feuer und Flamme und es fühlt sich so gut an. Lass uns das doch mal probieren. Und ehrlich gesagt haben wir das an einem Nachmittag entschieden. Also das kann ich auch nur empfehlen, dass man ohne Erwartungen in so ein Abenteuer geht. Also ich habe vorher schon in verschiedenen Konstellationen gelebt. Ich habe auch schon mal in New York gelebt, mitten in der Stadt. Ich habe an der Ostsee studiert, im kleinen Dorf. Ich komme aus Berlin, aus einer großen Stadt. Und ich weiß, egal wo ich bin, ich kann es mir schön machen. Also frei nach der Devise von Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Genau, also das lebe ich hier komplett. Das sehe ich hier bei vielen und muss ich sagen, das beneiden wir auch. Also das finden wir hier wunderschön. Also das ist eine sehr tolle Sache. Ja, also dieses Freiheitsgefühl, dass man hier leben kann, einfach alles zu machen, wonach einem die Inspiration hinführt, das ist einfach sehr, sehr schön. Also ich habe hier nicht nur einen Beruf, wie man das vielleicht in Deutschland macht, sondern ich habe hier viele Berufe. Ich bin eigentlich Innenarchitektin, arbeite hier auch tatsächlich als Designer, als Architekt für Häuser. Ich bin Fotograf. Ich mache kleine Filme für meine Firma. Ich bin Firmenchefin auf einmal, Modedesignerin. Also Model, wir sind alle Models in unserer kleinen Firma. Darf jeder mitmachen. Jeder darf bei einer Modenschau mitmachen. Das ist schön. Jeder darf Model sein. Und es macht einfach Spaß, weil es so natürlich ist und so authentisch. Ja, und sehe das ich auch so. ist einfach sehr, sehr schön. Auch die Freiheit, wirklich sich selbst zu verwirklichen, das ist ja, was meines Erachtens auch Paraguay ausmacht, dass einem nicht so viele Steine in den Weg geschmissen werden und man einfach, wenn man eine Idee hat, die erstmal umsetzen kann und nicht erstmal irgendwie irgendwelche Formulare, irgendwelchen Blödsinn machen muss, sondern hier macht man einfach sein Ding. Ja? So kann man das erstmal festhalten. Schön. Was ist hier in Paraguay, was dich am meisten begeistert? Was ist der Zauber, der hier für dich ausmacht, würdest du sagen? Also erstmal die Persönlichkeit der Paraguayer. Die sind, die leben mehr aus dem Herzen und im Moment, was wir, also wir sind Besserwisser vielleicht. Pedantische Besserwisser. Und die Paraguayer sind Besserfühler vielleicht, genau, kann man so sagen. Würde ich auch sagen. Und das ist eine schöne Mischung. Also wenn man sich gegenseitig respektiert, kann man schöne neue Dinge schaffen. Und das ist der Zauber, den Paraguay ausmacht. Und die sind immer hilfsbereit. Die sind immer hilfsbereit, das ist wahr. Ja, das auch was sehr Besonderes. Egal, ich habe schon oft mit dem Auto irgendwo gestanden und Paraguay sind immer dabei und helfen sofort. Also da gibt es überhaupt kein Thema. Das ist einfach wunderschön. Nee, finde ich auch. Und vermisst du Deutschland manchmal? Also ich bin niemand, der so Heimweh generell hat. Obwohl ich eine super tolle Familie in Deutschland habe. Aber durch dieses durch die Videotelefonie ist das ja irgendwie schon verrückt, dass man sich doch so nah fühlen kann. Natürlich in der Corona-Zeit waren wir lange getrennt, also 4 Jahre haben wir uns nicht gesehen. Aber umso schöner ist es, wenn wir dann wieder herkommen. Meine Eltern waren auch schon 2-mal hier. Schön. Und das ist auch wichtig, wenn die anderen wissen, wie man wirklich lebt. Dann ist es nicht nur so eine, irgendwie so eine Fiktion und man macht sich so seine wilden Fantasien, sondern wenn man wirklich vor Ort sieht, mit wem man da umgeht, wie so der Alltag aussieht. Ja, auch wie glücklich du bist. Ja. Zum Beispiel. Dann entspannen sich die Familienmitglieder natürlich auch und die sehen auch, dass ich hier viel mehr verändern kann, beeinflussen kann. Also ich glaube, die sind
am Ende jetzt doch beruhigt. Wunderbar, aber du planst aber auch nicht nach Deutschland zurückzugehen. Im Sommer zum Urlaub, ja? Im Sommer Im Winter garantiert nicht bei der Temperatur. Waren wir letztes Jahr. Das muss man sich nicht mehr antun. Ich glaube, wenn man hier ein Jahr lang war, dann hält man das auch gar nicht mehr aus, diese Kälte. Nee, alles unter 30 Grad ist nicht meine Betriebstemperatur. Also wer in Paraguay einmal angekommen ist, mit dem ist das so. María, una pregunta. Este monstruos que haces tú, ¿conoces son indígenas? ¿Conoces esto antes o es la idea de Carola? No, desde antes ya. ¿Tú conocías? Sí, conocí. Sí, yo desde 7 años, yo ya todo hacía yo. El bordado a mano. Desde 7 años yo hice. Ah, qué bueno. Diferente, el bordado que me presenta yo hago. Ah, qué bueno. Una muestra y yo... Muchas gracias. So, jetzt fahren wir nach Melgarejo und da ist dein Lager, Boutique oder was ist das? Das ist unsere Boutique. Also meine Freundin Claudia hat dort ihren Laden und ist so lieb und verkauft unsere Kleidung bei ihr. Das ist ja schön. Also das heißt, man kann dort in Melgarejo die Kleidung, die du mit deinen Leuten bestickst, sozusagen kaufen. Genau, also normalerweise sind oft die Boutiquen hier, keine Boutiquen, sind eher so ein bisschen lieblose Läden und wir fahren in unsere Boutique. Ja, da bin ich. Eine richtig schöne Umkleide, tolle Beleuchtung und alles ganz liebevoll und sauber und einfach schön. Ich bin gespannt. Ja. Wow. Auch typisch paraguayisch, ja? Ja, das sind Lochstickereien. Echt wunderschön, ja. Also das ist echt wunderschön, was du hier auf die Beine stellst. Aber jetzt wollen wir es auch mal raushauen, damit die Leute, die das Video hier in Paraguay sehen, dich auch finden. Wo bist du? Wo findet man dich? Wir sind bei der zweiten Rotonde, hinter dem Phono Center rechts rein. Hinter dem Phono Center rechts rein? Genau, kurz Richtung Calle Mill und dann rechts rein. Also da ist der Laden und das müsst ihr euch echt angucken. Also das ist wirklich wunderschön. Alles Handarbeit und ein absolutes Erlebnis. Und danke dir. War wunderschön mit dir. Hat wirklich Spaß gemacht. Dankeschön. Perfekt. Danke. Heute fahre ich mal ein bisschen weiter raus aus Independencia, weil viele, die hier wohnen, die haben sich ja ein bisschen außerhalb ein Grundstück gekauft, wollen auch wirklich Land haben, vielleicht ein bisschen Landwirtschaft dazu machen, wie auch immer. Und heute möchte ich euch ein Pärchen vorstellen, die aus der Umgebung von Berlin kommen. Also fühle ich mich ganz heimisch. Insofern endlich mal wieder sozusagen Berlin-Brandenburger Schnauze. Und ja, da bin ich ganz gespannt drauf, was die zu erzählen haben. Und das ist jetzt noch ein ganzes Stückchen hier. Sandstraße, Schotterstraßen, ja, Sandstraße, wie soll man sagen, man kennt ja die paraguayischen Straßen, die kann man ja nicht wirklich schnell fahren, hier kriegt man halt im ersten Gang lang. Und jetzt haben wir ja noch 15 Minuten und dann sind wir da. Boah, geschafft, was ein heißer Tag, unglaublich. Ich bin völlig zerflossen auf dem Weg hierher. Also, ich sitze hier mit Jörg und Christiane. Ja, schön, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Gerne. Seit wann seid ihr hier? Wir sind jetzt mittlerweile seit 3 und ein Vierteljahr hier. 3 und ein Vierteljahr? Ja. Und ich habe gesehen, deine Mutter ist auch mit hier. Ihr seid als ganze Familie direkt gemeinsam ausgewandert? Nee, das war nicht der Plan. Wir sind zu 4 ausgewandert. Wir haben noch 2 Kinder, Oskar und Clara. Und Mutti und Klaus, ihr damaliger Freund, wollte damals auch natürlich mitkommen. Also die hatten uns hier besucht, fanden es super hier. Und leider ist Klaus gestorben und so ist die Mutti jetzt quasi alleine hier. Wie ist es hier mit der Schule generell, wenn man Kinder hat? Funktioniert es gut? Kann man hier die zur Schule gehen? Gehen die hier zur Schule oder wie funktioniert es? Ja, hier gibt es im Ort sogar eine deutsche Schule, also ein Planta Urbana. Da gehen denke ich mal, die meisten Kinder zur Schule oder ein Teil der Schüler wählt halt die Online-Schule. Also in Deutschland oder hier?
Nee, die sind entweder aus Amerika oder Deutschland. Da kann man ja aus einigen wählen. Aber hier gibt es meines Wissens keine Online-Schule in Paraguay. Sag mal, darf ich fragen, warum ihr ausgewandert seid? Ja, also Jörg hatte schon immer Fernweh. Also er hat ganz Südamerika bereist und ich habe mich ganz wohl gefühlt in Bad Saro. Wir kommen ehemals aus Bad Saro und war da auch gerne Mitglied in diesem deutschen Hamsterrad, Arbeiten, Urlaub und so weiter. Und dann kam ja Corona und Corona war für uns letztendlich das Gefühl von, krass, du darfst ja gar nichts mehr. Also die Freiheit, die wir sehr lieben, wurde immer mehr beschnitten. Ja, letztendlich war Corona so ein bisschen wie der Brandbeschleuniger. Okay, aber ist für viele, hier sind ja, wenn ich es richtig überblickt habe, sind ja viele hier gekommen in der Zeit, einfach um wieder Freiheit zu haben, die sie vorher nicht mehr hatten, wenn ich das richtig verstehe. So ist es, ja. Okay. Und hat euch das Auswandern verändert? Also ist dieser Schritt, hat der euch in euch was verändert? Ja, also wir sind als Familie reifer geworden. Wir haben neue Kräfte entdeckt, die wir so nie entdeckt hätten. Also du musst halt hier komplett alles alleine entscheiden. Also hier gibt es kein TÜV, hier gibt es kein Biosiegel, hier gibt es kein ADAC. Also die Freiheit hat ihren Preis, aber das ist auch gut so. Das ist ja das, was wir wollen, was uns gefällt. Hier gibt es niemanden, der dich bevormundet. Und das bedeutet aber auch, du musst auch in die Verantwortung gehen. Du musst deine Entscheidung komplett alleine treffen. Und das Schöne ist aber hier in Paraguay, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Auto irgendwo liegen bleibst, es gibt immer Leute, die dir helfen. Also du bist nicht alleine, aber du musst natürlich den Mut haben, dir Hilfe zu holen. Also kann man sagen, Thema Eigenverantwortung ist hier ganz, ganz groß geschrieben, aber das macht einen persönlich auch stärker, ne? Wenn ich ja, hier haben wir halt jetzt eben unsere Solaranlage, wir haben hier unseren eigenen Brunnen, wir haben hier unser eigenes Grundstück, was wirklich uns gehört und keiner Bank. Das ist schon cool. Und man kann also sagen, ihr seid so weitestgehend auch autark, ne? Wenn ihr einen eigenen Brunnen habt, Solarstrom auf dem Dach, wenn jetzt wirklich mal ein Stromausfall ist, dann geht es trotzdem weiter bei euch, ne? Ja, da wir natürlich hier auch arbeiten, sind wir natürlich darauf angewiesen, eine Stromversorgung zu haben, die funktioniert. Und oftmals merken wir dann gar nicht, dass der Strom weg ist, weil natürlich einige Sachen gehen natürlich nur mit dem Stromversorger. Aber an sich funktioniert dann alles weiter, ne? Wie gehabt. Das ist ja auch gleich ein cooles Thema. Arbeiten. Ihr seid die Einzigen, die ich hier interviewe, die noch in Deutschland arbeiten. Ist das richtig? Ihr seid aktiv auf dem deutschen Markt weiterhin? Also ihr seid selbstständig? Ist das, wenn ich das richtig verstanden habe? Ja, wir mussten uns halt selbstständig machen. Meine Frau ist ja schon ewig selbstständig. Aber ich war in einer Firma in Deutschland angestellt und Gott sei Dank hat die Firma sich darauf eingelassen, dass ich von hier aus weiter arbeite. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht. Da gibt es so ein Modell, dass man eine Firma in Kanada gründet und über Kanada, das heißt, du versteuerst auch über Kanada, richtig? Ich muss über Kanada versteuern. In Kanada ist es aber so, wenn man in Kanada ausländische Einkünfte hat, sind die steuerfrei. Und in Paraguay sind die Einkünfte, die man im Ausland generiert, auch steuerfrei. Das heißt, ich kriege mein Geld 1:1. Hört. In Deutschland wären es 50% weniger plus die Mehrwertsteuer von 19% und wie man ja gebeutelt wird und am Ende 30% von seinem Geld in der Tasche bleibt. Hier ist das nicht der Fall. Nee. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja. Aber wenn ihr hier arbeitet oder wenn ihr noch in Deutschland arbeitet, dann geht es euch ja genauso wie mir. Also auch irgendwann in der Nacht raus, 3 Uhr, 4 Uhr, damit muss man dann leben, ne? Das ist der Preis, ja. Da fällt mir noch eine Frage ein zum Bauen. Also ihr habt ja das Haus hier bauen lassen von den Paraguayern wahrscheinlich. Hat das reibungslos funktioniert mit dem Bau hier? Also in unserem Fall hat es reibungslos funktioniert, sehr gut funktioniert. Und wir haben im Gegensatz zu anderen relativ wenig Nacharbeit. Ne? Natürlich hat man da und dort vielleicht ein paar Sachen, die nicht so geworden sind, aber wir sind total zufrieden. Wir haben keine Feuchtigkeit im Haus oder Schimmel. Also es hat wirklich sehr gut geklappt. Wir sind sehr zufrieden mit dem Bautrupp. Und ich war ja bei euch essen und ihr wisst ja, ich esse so gerne. Und es gab so ein unglaublich leckeres Chutney zu Rinderlenden. Das war so traumhaft gut. Und das Chutney war selbst gemacht, ne? Genau. Das hat meine Mama gemacht aus selbst angebauten Paprikaschoten, also richtig schöne scharfe Paprika-Chili-Schoten. Und wir versuchen natürlich hier so viel wie möglich aus dem Boden rauszuholen. Tomaten, Gurken, Kapuzinerkresse, Möhren, Kräuter, alles Mögliche. Ab und zu mal eine Zucchini oder sogar ein Kürbis. Das klappt. Aber eben auch nur mit Pflege und mit relativ viel Aufwand. Also ihr müsst doch Schatten geben und sowas. Ja. Ihr könnt nicht in der prallen Sonne, das wird ja nichts. Ne? Nee. Und viel gießen und du hast ja halt auch enorm viele Fressfeinde. Also es ist krass. Jeden Tag lernst du jemand Neues kennen, wo du denkst, huch, wer bist du denn? Was war für euch hier in dem neuen Land die größte Herausforderung?
Also es gibt ein paar Herausforderungen. Also eine Herausforderung, die Herausforderung bleibt, glaube ich, immer, ist das Thema Auto. Die andere Herausforderung ist natürlich die Sprache lernen. Ja. Also Spanisch ist wichtig, weil wir sind zwar hier in der deutschen Region, man kommt hier auch ohne Spanisch ganz gut klar, aber wenn man wirklich mit den Paraguayern ins Gespräch kommen will, wenn man Land und Leute, die Lebensweise, denen ihre Kultur ein bisschen kennenlernen will, dann ist das total wichtig. Dann ist das ein großer Schlüssel einfach für eine gute Integration. Dem Sprachelernen ist vielleicht noch ganz wichtig, hier wird nicht nur Spanisch gesprochen. Also die Leute sprechen hier 2 Sprachen, das ist Spanisch und Guarani. Und das Guarani ist eine indigene Sprache, die ist nicht zu verstehen, also und auch für einen Außenstehenden echt nicht zu lernen. Das ist also richtig schwierig. Und das macht es hier eigentlich noch schwieriger, weil die Einheimischen nicht in Spanisch sprechen, sondern eben in Guarani. Und dadurch hat man das Spanische gar nicht so sehr um sich herum, sondern nur wenn wir eben mit den Einheimischen reden, dann sprechen die mit uns auch Spanisch. Das stimmt. Ja. Und ich denke mal halt, in diesem Guarani steckt halt die Seele der Paraguayer, ne? Ja. Aber das ist für uns ganz schön, also fast unerreichbar. So, jetzt ist hier Schluss. Ich habe nämlich Lust auf Kaffee, Kuchen und auf jeden Fall danke für das nette Interview. Sehr gerne. Vielen Dank und toll, dass es möglich ist. Ja, hat mir absolut viel Spaß gemacht. Danke. Schön. Also es gibt 2 Märkte hier. Und das ist der einheimischen Wochenmarkt, der findet zweimal die Woche statt. Da gibt es aber auch Lebensmittel und Gemüse, Obst und Gemüse und Sachen, die sie selber herstellen, handwerkliches Zeug. Und das ist ganz zentral gelegen hier direkt am Supermarkt. Und ja, total schön. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Siempre con el manioc. Qué bueno, me gusta mucho la manioca. Muchas gracias. Muy amable. Empanadas müssen immer sein. Voilà. So, das ist jetzt hier der Wochenmarkt der Auswanderer, also sprich, wo die ihre Produkte anbieten, was sie selbst herstellen, Obst, Gemüse, Kräuter etc. pp. Und es sind eigentlich nur Deutsche hier. Ja, hier gibt es wirklich alles. Also es ist total schön, weil die Leute, die hier wohnen, die konzentrieren sich so ein bisschen mehr auf Gesundheitsthemen, Bio, aber ohne Diktat und einfach gute Produkte. Und hier wird auch gekocht, dann kannst du frittierten Fisch essen, Weißwurst mit süßem Senf oder Thai essen, Falafeln etc. pp. Also wirklich. Also, und es sieht alles frisch aus und sieht alles gut aus. Gefällt mir sehr, sehr gut und ist gemeinschaftlich organisiert und wie so ein Treffpunkt, der alle 2 Wochen stattfindet. Ja, hi Thomas, schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank, ebenfalls, ja genau. Coole Einladung. Erstmal dazu gesagt, das Ding hier ist ein uraltes Hotel und ist so wunderschön. Ihr habt viel hier auch hergerichtet wieder. Hier. Ja, wir haben vieles restauriert, vieles gemacht. Das war 10 Jahre leer sozusagen. Und der Besitzer hatte uns dann gefragt, ob wir das nicht restaurieren können, weil ich komme von der Restauration. Und ja, wir stecken da unser Herzblut rein in das ganze Objekt. Also richtig cool, wirklich. Das ist also 70 Jahre alt, glaube ich hier. So in der Dreh, ja. Und da sind Kamine drin, also wirklich, da kannst du Holzscheitel von 1,50 Meter Länge reinschmeißen. Also ja, das stimmt. Schier unglaublich. Das stimmt. Selten was gesehen. Du bist hier ausgewandert mit deiner Familie gemeinsam? Mit meiner Frau, also jetzigen Frau und meinen Schwiegereltern sind wir damals hier ausgewandert. Und wie lange seid ihr jetzt hier? Wir sind jetzt 17 Jahre hier, fast 18. 17 Jahre, unglaubliche Zeit. Und fühlt euch immer noch wohl? Ja, mega. Also das war die beste Entscheidung, die wir machen konnten. Ich habe auch gar kein Interesse mehr, nach Deutschland zurückzugehen. Nee, ich bin wunschlos glücklich hier. Kann ich verstehen, kann ich wirklich gut verstehen. Aber ihr lebt ja nicht nur von dem Hotel, ihr macht ja so ein bisschen so einen Mix aus vielen Sachen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Das hat damals angefangen, wir haben also klein angefangen, die Claudia war im Hotel, hat mitgearbeitet. Ich habe dann in der Kooperativa Carlos Funnel gearbeitet für Bau und Konstruktion und so haben wir uns dann aufgebaut. Dadurch sind wir zum Hotel gekommen. Vom Hotel haben wir weitergemacht für Immobilien und Beratung. Und ja, dann habe ich angefangen, meinen Kampfsport weiterzumachen.
Und jetzt haben wir so 4, 5 verschiedene Standpunkte, wovon wir halt leben. Also du machst Kampfsport für Jugendliche, für Erwachsene oder für alle? Für alle Parte. Für Ältere, das ist so fit im Alter. Dann für Frauen Selbstverteidigung, Defensa Personal, also Selbstverteidigung. Ja, sämtliche Arten. Auch Kriegskunst, also Eskrima. Das ist so extra für mehr Messerkampf und Stockkampf und alles. Und okay, alles klar. Und kommen zu euren Kursen auch Paraguayer oder sind es vor allem Deutsche, die her? Nein, das ist gemischt. Hauptzeile ist Deutsch. Alleine schon wegen der Sprache ist dann einfacher für die. Aber es kommen auch viele Paraguayer. Und gerade bei den Kickbox, MMA und BJJ sind jetzt sehr viele Paraguayer als Zuwachs. Okay, alles klar. Das ist aber, finde ich, eine schöne Sache, dass ihr das macht. Ja. Also es ist sozusagen auch integrative Arbeit, kann man sagen, oder? Genau. Also so soll es eigentlich auch sein. Ich mache das ja nicht, um Geld zu verdienen, gerade das Kampfsport, sondern eigentlich für die Leute hier. Es gibt halt hier Fußball, Volleyball, das ist so das Wichtigste für alle. Aber Kampfsport an sich ist halt was Neues. Und ich habe viele Jahre hier geboxt und das hat mir halt dann den Reiz gegeben, okay, meine Kampfsporte weiterzumachen. Und ja, jetzt will ich den Paraguayern das alles so zeigen. Cool. Warum habt ihr euch denn in Paraguay für Independencia entschieden? Ich meine, ihr hättet ja auch nach Asunción gehen können oder zu den Mennonitas oder nach Honau. Was ist der Grund? Meine Schwiegereltern wollten eigentlich nach Cacopé damals. Und weil da die deutsche Community war. Nur sie hatten dann hier ein tolles Hotel gefunden, das Hotel Paraíso in Villarrica. Und das hat ihnen gleich gefallen. Und dann sind wir erstmal nach Villarrica, um zu schauen, wie es überhaupt alles wird. Also mal dazu gesagt, Villarrica ist von hier ca. 15, 20 Kilometer, ne? Ja, genau. Eine halbe Stunde Fahrt. Und ja, dann haben wir uns langsam in der Gegend verliebt, weil wir sind das bergigste Teil von Paraguay. Und durch die Arbeit dann. Ich habe dann hier direkt bei der Ande angefangen, also bei den Stromversorger sozusagen. Und bin dann relativ schnell aufgestiegen. Und dann haben wir uns entschieden, hier zu bleiben, in der Gegend. Schön, also ich kann es wirklich gut nachvollziehen. Also die Paraguay ist sonst total flach. Ihr kennt es ja aus unserem Kanal. Also du fährst da wirklich stundenlang durch den Chaco und da passiert nichts. Ja. Und hier sind wirklich Berge. Hier ist ein bisschen Brise auch. Also hier ist nicht ganz so. Das stimmt allerdings. Alleine durch die Berge. Es kommt dann halt wirklich europäischer rüber. Mein Schwager ist in Österreich und das sieht halt schon näher danach. Ja, man fühlt sich nicht so ein Flachland. Genau. Flachland-Tiroler. Ja. Und das ist halt schön. Nee, kann ich verstehen. Also ich mag sie auch sehr, sehr gerne. Ja. Ihr seid ja hier mit 2 Kindern, wenn ich richtig sehe. Genau. Wie alt sind die, wenn ich fragen darf? Unser Großer ist jetzt 7 und der Kleine ist 4. Und ja. Wie läuft es mit der Schule hier? Ist es gut? Also klappt es hier? Also ich kann den Vergleich nicht zu Deutschland ziehen, weil unsere Kinder sind hier geboren. Aber die Schulen sind sehr schön. Also es gibt hier 2 deutsche Schulen. Wir sind jetzt bei der paraguayischen Art von der deutschen Schule. Und sehr lieb. Also die Lehrer sind sehr bemüht, die machen immer fleißig mit. Wir haben eine deutschsprachige Deutschlehrerin. Und also die Schulen hier sind, ich denke mal, besser wie in Deutschland. Hier herrscht noch Disziplin. Also die haben alle Einheitsleitungen. Die Mädels dürfen nicht geschminkt kommen, die Jungs nicht mit irgendwelchen verrückten Haarstyles oder sowas. Ja. Und, cool. Aber ich finde das halt gar nicht so schlecht, weil so ist halt gerade das Thema Mobbing, gibt es dann halt nicht. Ja, das muss man ja mal bedenken, dass ein armes Kind, was sich dann nicht die Nikes leisten kann, in Deutschland immer in der Klasse gemobbt wird und es denen schlecht geht. Und das hast du hier eben nicht. Ja? Genau. Und hier liegt der Fokus, das hatten wir auch schon auf den Kanarischen Inseln, die Lehrer sind auch herzlicher, ne? Also mit den Kindern. Viel netter, viel liebevoller. Weil also wirklich auch mal beim Kopf streicheln, mal ein paar liebe Worte sagen. Genau, und nicht wie bei uns, über den Kopf streicheln ist der Lehrer gleich raus. Ja, das stimmt. Aber hier läuft ja alles Familiäre ab. Gerade die paraguayischen Familien, das sind halt große Familien. Nicht wie in Deutschland, du hast nur noch 1, 2 Personen. Du kennst nicht mal mehr dein Kind so in der Art. Hier ist es halt alles Familie. Und die Lehrer zeigen das aber auch. Dann ist halt eine Klasse wie eine Familie. Wenn da mal jemand weint, dann setzen sich alle hin und sagen, hey, was ist passiert? Und das ist halt anders wie, also ich denke, anders wie in Europa. Also kann man sagen, dass du dich mit deiner Familie hier besser aufgehoben fühlst als gerade für die Kinder. Die sind freier. Die können tagsüber draußen spielen. Hier gibt es also ganz, ganz wenige Fälle von Kindesentführung oder sowas. Also fast gar nicht. Und ich finde, das Land ist top. Alle sind sehr liebevoll, selbst wenn die Kinder mal schreien in der Öffentlichkeit. In Deutschland ist es gleich so, oh, der schreit. Ja. Hier ist es so, oh, was hat er denn? Und dann gehen Leute hin und dann gucken, was. Also das ist viel offener, herzlicher. Nee, cool. Dann sage ich mal danke für die kurze Interviewzeit. Ich will auf jeden Fall mal noch reingucken bei dem Sport, den ihr jetzt macht. Genau. Mal schauen, was ihr da treibt. Und dann sage ich dir aber auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank. Danke fürs Gespräch. Gar kein Problem, jederzeit. Dann, ciao. Ich bin auf dem Weg nach Megarejo Downtown sozusagen und da treffe ich mich mit Florian Ackermann. Das ist der Besitzer er macht mit seiner Frau, glaube ich, das zusammen, die Granja Ackermann. Das ist ein Bioladen
Und wir waren da auch schon einkaufen. Oh, die Bodenwellen, die typisch paraguayischen Bodenwellen. Nee, wir waren da auch schon einkaufen. Und gerade wenn man Dinge braucht, also wir haben dort zum Beispiel Tahin-Soße gekauft. Wenn man gerne mal Falafeln isst, ich mag sie gerne, dann braucht man dazu auch eine vernünftige Sesamsoße. Und auch für Hummus braucht man die Tahin-Soße. Und das kriegst du ja hier eigentlich nicht. Und sowas kann man dort zum Beispiel kaufen. Auch frisches Gemüse, Obst, Fleisch. Ich bin gespannt, was sie haben. Und bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. So, da sind wir auch schon da. War ja nicht weit, Melgarejo ist ja klein. Und das ist so ein richtiger Bioladen. Also mit Produkten, die man hier sonst normal im Supermarkt nicht kriegt. Und das ist natürlich total geil. Gerade wenn man sich gesund ernähren möchte, braucht man sowas. Bin gespannt, was wir da erfahren. Ja, hi, Tag erstmal. Schön, dass das geklappt hat. Ich bin echt begeistert. Du hast ein Sortiment, das ist schier unglaublich. Seit wann seid ihr hier in Paraguay oder seit wann gibt es das hier, also den Laden? Also den Laden gibt es seit, ich glaube, Juli letzten Jahres. Okay. 1. Juli haben wir aufgemacht. Und ihr habt vorher wirklich angefangen, ein riesen Land zu kaufen und wirklich mit dem Ziel dann auch zu produzieren, oder ist es erst hier entstanden? Also wir sind schon hierher gezogen vor 6 Jahren. Okay. Und haben 50 Hektar Land gekauft und wollten da sicherlich was produzieren. Okay. Und hatten vor, uns Zeit zu nehmen, auch nachhaltig zu wirtschaften, den Boden zu regenerieren. Und wie so oft läuft es nicht immer ganz nach Plan. Und daher mussten wir dann früher anfangen, tatsächlich auch zu wirtschaften und Produkte zu verkaufen. Und so bin ich dann in die Kolonie gekommen. Wir sind 75 Kilometer von hier entfernt. Okay. Also eine ganze Strecke, 1,5 Stunden Fahrt ist es jedes Mal. Das heißt, ihr seid ein Familienbetrieb? Du bist also mit der ganzen Familie hierher ausgewandert? Ja. Ja, wir sind zu 7 gekommen und 5 Kinder und meine Frau und das in Ende 2018. 2018 seid ihr hergekommen. Das heißt also, ihr seid vor Corona gekommen, ihr seid nicht mit der Corona-Welle hierher gekommen? Nein, wir sind davor gekommen, hatten keine Ahnung, okay, was danach kommen würde, ja. Aber es sind viele, nach 2019 ist eine richtige Welle hier angekommen, kann man sagen, ne, was mir aufgefallen ist. Ja, es sind viele gekommen, auch wieder viele gegangen. Klar, klar. Jetzt, wo sich es in Deutschland normalisiert hat, ist das, aber sind immer noch viele da geblieben. Ja. Und ich habe jetzt schon ein bisschen was von eurem Sortiment gesehen. Du hast gesagt, ihr habt 50 Hektar Land, glaube ich, ne? Ja, 50 Und Hektar. Das bewirtschaftet ihr, wie viele seid ihr? Also meine Tochter managt hauptsächlich den Betrieb und macht die ganze Organisation, kümmert sich auch um die Tiere. Ich bin für den Laden unter anderem zuständig auch. Wir sind zu dritt im Laden, also 3 Geschäftspartner. Und der Gerhard und der Urs sind noch dabei. Mit dem Gerhard hatte ich mich kennengelernt, als wir hier am Markt waren. Es gibt einen Wochenmarkt, da hatten wir versucht, unsere Produkte zu verkaufen und festgestellt, es geht gut, aber dass die Kunden eben doch oft unter der Woche auch gerne was hätten und es auch schwierig war, jedes Mal die ganzen Produkte zu transportieren, ohne einen festen Ort zu haben, wo man sie verkaufen kann. Und so ist die Idee des Ladens entstanden dann eigentlich. Und der ist wunderschön, also gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, da fällt mir gleich die nächste Frage ein. Ihr habt ja auch viele Produkte, die kommen gar nicht aus Paraguay. Musst du da viel importieren oder gibt es hier Händler, die vor Ort, wo du sowas beziehen kannst? Also teils, teils. Das, was wir tatsächlich überhaupt nicht in Paraguay bekommen, wird importiert. Über andere Lieferanten, wir selber machen den Import nicht. Dafür muss man lizenziert sein. Und, aber wir versuchen natürlich alles, was irgendwie geht, hier aus Paraguay zu bekommen. Auch biologisch zertifiziert. Wir haben jetzt selber vor kurzem die Zertifizierung bekommen. Und wir haben andere Lieferanten, die jetzt auch dabei sind, an der Zertifizierung zu arbeiten oder sich zu informieren, die eben in dieser Umstellungsphase sind. Das ist auch, was wir mit dem Laden bezwecken wollen, dass wir versuchen, Leute zu motivieren, auf Bio- oder nachhaltige Landwirtschaft, regenerative Landwirtschaft umzustellen. Wir haben nicht nur Bio, kriegen wir noch nicht hin. Es fehlen einfach noch Produkte, die mit der Zertifizierung, hier besonders in Paraguay ist das schwierig zu finden. Die sind dann aber auch eben ganz klar deklariert als nicht Bio. Wir versuchen das ganz sauber und auch offen zu zeigen, was ist Bio, was nicht. Und wir suchen dann halt die bestmögliche Ergänzung oder Ersatzprodukt. Okay. Genau.
Und ihr macht aber nicht das Gemüse hinter uns, sondern ihr macht vor allem die Milchprodukte, ist das richtig? Ja, genau. Also momentan ist der Fokus auf alles, was tierische Produkte sind. Fleisch, Rinderfleisch, Schaffleisch, Schweinefleisch, eventuell Hasen, das sind wir gerade am Ausprobieren. Und ansonsten Milchprodukte auch. Also Joghurt, Quark, wir haben Feta, Grillkäse, solche Geschichten. Aber auch. Ich werde mir gleich mal eine frische Milch hier mitnehmen, weil das ist echt lecker. Ihr macht ja nicht viel mit der, ne? Die wird nicht viel behandelt. Das ist, also die zum Teil, wenn du jetzt an die Flaschen gehst, ist die noch warm von heute Morgen gerade frisch abgefüllt. Wann habt ihr zum letzten Mal Milch? Wird die einmal erhitzt oder wird die auch wirklich aus dem Euter raus? Das ist Rohmilch. Das ist wirklich aus dem Euter in die Flasche. Kann man das so sagen? Könnte man so sagen. Unglaublich. Noch gut gefiltert, aber sonst ja. Unglaublich, ey, total lecker. Nehme ich mir definitiv eine Flasche mit. Und hier bei euch einkaufen kommen auch Paraguayer oder sind es vor allem Deutsche? Oder wie? Also zum größten Teil sind es tatsächlich Deutsche. Hin und wieder mal Paraguayer, wenn die eine bestimmte Diät oder so verschrieben bekommen, dann kommen sie und fragen spezifisch nach Kokosflocken oder was auch immer sie halt in dieser Diät haben. Aber wenn jemand mal hier war, dann sind die schon begeistert, oder? Weil die haben ja wahrscheinlich viele sowas noch gar nicht gesehen, oder? Ja, schon. Also verschiedenes auch, wenn sie einen Käse probieren oder die Gebäcke und so weiter, das ja alles. Ja, total schön. Also, schmeckt ihnen dann schon. Also ich kann nur sagen, ich bin total begeistert. Werde definitiv, wenn ich in Independencia bin, immer wieder hierher gehen, weil hier kriegt man wirklich alles zur gesunden Ernährung. Und ich sage dir auf jeden Fall danke fürs super nette Interview. Hat super viel Spaß gemacht. Also so eine Milch habe ich definitiv noch nie in meinem Leben getrunken. Unglaublich. Man schmeckt die Kuh, den Euter und das Gras. Ja. Bei einer Kommerzmilch undenkbar. Also auf jeden Fall kann man mal festhalten, hier in Independencia kann man sich gesünder ernähren. Die Leute sind glücklicher, weil sie halt definitiv weniger Probleme haben oder nicht so viele lange Gesichter ziehen wie in Deutschland. Liegt bestimmt daran, dass sie auch mehr Freiheit erleben und sich frei entfalten können. Mir hat es gefallen hier. Definitiv. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin uns begleitet, weiterhin auf unseren Reisen und danke für die Unterstützung bei PayPal, das hilft uns natürlich sehr. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.